Ein Rockmusiker ohne Konzerte, ein Gastronom ohne Besucher und ein Schausteller ohne Volksfeste. 3 Selbstständige in Corona-Zeiten. Nur nicht aufgeben, irgendwie durchkommen. Wir planen von Woche zu Woche. Wir können nicht mehr langfristig planen. Das haben wir in diesem einen Jahr auch lernen müssen. Is it time to lead or is it time to die? Time to race hell or walk on by? Is there anybody out there that's paying attention? Habe ich schon guten Morgen gesagt? Time to speak up or time Bernd Salm öffnet seinen Imbissstand. Nicht auf einem Volksfest, sondern am Rande von Darmstadt. Für ihn ein Ausweg in diesem Lockdown-Jahr ohne Feste und ohne Märkte. Wir haben zu Beginn des ersten Lockdowns relativ früh erkannt, was da auf uns zukommt. Dann kam meiner Frau die Idee, wenn schon keine Volksfeste, die ja dann zu dem Zeitpunkt auch schon abgesagt waren, dann werden wir unser Glück mal hier oben versuchen auf dem privaten Grundstück. Seit Mai verkaufen die Salms wieder frische Pommes und Bratwurst aus eigener Herstellung. Mit Hygienekonzept und behördlicher Genehmigung. Und natürlich mit Abstand und Maske. Elisabeth, grüß dich, meine Liebe. Zweimal Bratwurst, einmal Pommes. Ich kann dich leider nicht verstehen unter der Maske. Eine Wildschwein zum Mitnehmen, einen Kaffee bitte und einen Kinderpunsch. Elisabeth und Hans, das sind auch unserer treuesten Kunden, die uns die Stange halten, seit wir hier eigentlich aufmachen. Seit Sommer auf jeden Fall. Gell? Ja. Also wir machen uns schon Gedanken darüber, wenn sie mal eine Woche nicht kommen, dann rufen wir an, ob irgendwas passiert sei. Ich habe Gemüse zu Hause gemacht, Karottengemüse und dann esse ich meine Wildschweinbratwurst dazu. Es kann mir hier keiner liefern in Darmstadt. Von Donnerstags bis Sonntags hat der Imbiss geöffnet. Manche der Gäste kommen täglich. Ich habe meine Behältnisse dabei. Einmal Pommes frites und hier eine Heine und eine Rindswurst. Ja. Und da kommt Ein Stück Normalität in Lockdown-Zeiten. Und gerade der einzige Verdienst. Hier arbeiten sie zu dritt. Normalerweise haben die Salms 30 Mitarbeiter. Wir verzichten teilweise aufs Mittagessen und warten dann, bis wir hierher kommen und dann Bratwurst essen. Und von daher ist es für die Corona-Zeit ganz gut. Man kommt mal in Bewegung und geht mal raus. So wie sich die Mediziner auch wünschen und eigentlich auch der Körper einfach mal Bewegung braucht. Bis zum Abend kommen die Gäste. Aber den Umsatz der fehlenden Volksfeste können sie nicht wettmachen. Ohne Perspektiven wird das nicht lange reichen. Für einen Schausteller, der es gewohnt ist zu reisen, der sein Geschäft abbaut, aufbaut, an jedem Wochenende woanders ist es natürlich erstmal eine völlig neue Situation. Mittlerweile haben wir uns, denke ich, mit der Situation angefreundet, aber nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich darauf, wenn wir dann an irgendeiner Stelle, an irgendeinem Tag mal wieder unserer normalen Geschäftstätigkeit nachgehen dürfen. Hans Koch ist Rockmusiker und Bandleader der 8 Kids. Ein halbes Jahr vor Corona erschien ihr letztes Album. Die Songs wurden im Netz 100.000-fach geklickt. Im Frühjahr 2020 wollten sie auf Tour gehen. Doch seit dem Lockdown darf er nur noch für seine Familie rocken. Musikalische Früherziehung? Macht es dir Spaß, Emi? Den Großteil des Einkommens verdient seit einem Jahr Ehefrau Hanna. Als Designerin und Goldschmiedin hatte sie kurz vor der Pandemie ihr eigenes Schmucklabel gegründet. Hans hilft ihr dabei. Um Kinder und Haushalt kümmern sie sich auch gemeinsam. Ein gleichberechtigtes Familienleben haben sie sich aufgebaut. In Pandemiezeiten. Immer zu Hause. Ohne Kinderbetreuung, ohne Großelternbesuche und mit viel zu wenig Ruhepausen. Normale Freizeit, sage ich mal. Sei es einfach nur, sich eine halbe Stunde hinzusetzen, was zu lesen, was dir nichts bringt oder so. Beruflich oder was einfach nur deine Entspannung betrifft. Dafür hast du quasi gar keine Zeit mehr. Hat die so einen Hunger? Ich wollte sie eigentlich mal ablegen, aber sie ist natürlich sofort aufgewacht. alle. Ja, aber irgendwie muss man sie doch auch mal ablegen können. Die kann ja nicht immer nur auf uns schlafen. Der Pop Krass müde heute. Ich glaube, jetzt müsstest du mir wirklich mal die Haare schneiden langsam. Oder?
Lockdown-Frisur? Ich muss jetzt gleich nochmal in die Werkstatt gehen. Arbeit und Familie im Lockdown. Die Kinder wollen spielen, aber die Kunden warten auf den Schmuck. Ich will dir noch eine Überraschung geben. Da komm auf meinen Arm. Beide Kinder arm. Wow, ich glaube, ich weiß was. Beide Kinder arm. Jetzt Vitamin. setzen wir uns erstmal hin. Die Mama arbeitet kurz, ja? Bis gleich. Beeil mich. Hanna Koch hat sich daheim ein eigenes Atelier eingerichtet. So oft es geht, zieht sie sich zurück, um zu arbeiten. Ihren Schmuck verkauft sie über das Internet an Menschen, die in Corona-Zeiten das Geld nicht mehr für Reisen, sondern für Geschenke ausgeben möchten. Hannas Label ist richtig durchgestartet. Möglich geworden ist dies auch, weil ihr Mann gerade nicht mit seiner Band unterwegs auf Tour ist. Ich bin echt froh, dass der Hans gerade zu Hause ist. Deswegen, also in der Hinsicht ist Corona gar nicht so schlecht gewesen. Aber natürlich ist es trotzdem, alles sau anstrengend. Und man muss halt irgendwie alles unter einen Hut kriegen mit der Arbeit, mit den Kindern. Dann muss man irgendwie versuchen, auch noch so ein bisschen an sich selbst zu denken. Ja. Hans Koch ist es mittlerweile gelungen, die Kinder vom Mittagsschlaf zu überzeugen. Und so hat er Zeit, Hanna zu helfen. Den täglichen Versand vorbereiten, ein paar Social-Media-Posts abschicken und die Internetseite aktualisieren. Wichtiges Marketing für das junge Unternehmen seiner Frau. Einerseits bin ich natürlich froh, dass er mich hier so super unterstützen kann und mir auch jetzt in dem Unternehmen quasi so gut helfen kann. Aber es ist auch, er kommt halt super oft an seine Grenzen und psychisch auch für ihn eine Belastung logischerweise, weil er sich ja gar nicht selbst verwirklichen kann, jetzt schon seit einem Jahr. Und er einfach das auch braucht, auf die Bühne zu gehen und das Publikum. Ich glaube, sonst hast du als Musiker einfach auch irgendwann kein Elan mehr. Ich war schon längst eingegangen, glaube ich. Das ist einfach so viel mehr als nur die Musik machen. Selbst die schwere Reise zur Bühne, also im Tourbus sitzen, unterwegs sein, mit seinen besten Freunden was reden, einfach Unsinn machen. Selbst die anstrengenden Fahrten von 8 Stunden irgendwo hin, das fehlt einem sogar auch. Aber in dem Sinne ist es eigentlich ganz gut, gerade hier zu sein. Da ruft schon meine größere Tochter, ruft schon. Und deswegen ist es eigentlich ganz gut, auch mal zu Hause zu sein und die kleinen Kinder mitzukriegen, richtig. Weil wenn man so längere Zeit unterwegs ist, dann passiert bei den Kleinen auch schon was. Selbst innerhalb von einer Woche kriegen die ja schon Entwicklungsschritte, die man dann verpasst. Direkt am Darmstädter Bahnhof liegt das Vino Zentral. Im Sommer durften sie im Außenbereich noch bedienen. Weinproben und Innenbewirtung sind seit dem ersten Lockdown wegen der Enge im Laden nicht erlaubt. Deshalb haben Michael Bode-Böckenhauer und sein Kompagnon den Betrieb in den letzten Monaten komplett umgestellt. Statt Antipasti zum Wein gibt es jetzt nur noch Feinkost für zu Hause. Dann haben wir hier so einen Rundweg, den gehen wir jetzt einfach, weil das war so das erste Mal, wo wirklich die Leute Angst hatten. Da musste man gucken, dass die sich nicht begegnen. Der ging dann hier vorbei. Dann kommt man hier raus und dann gibt es hier so Haltepunkte, die man hat, um natürlich die Abstände zu haben. Hier waren auch immer Tische, also man muss sich vorstellen, hier waren überall Leute. Also es saß immer alles voll. Hier waren auch in den Nischen, in den Fenstern haben die am liebsten gesessen. Da werden die dann auch wieder sitzen, wenn wir wieder umplanen. Und neu ist sicherlich, und da hat Corona uns auch nochmal bestärkt, dass wir immer mehr in die Richtung gehen, Nachhaltigkeit. Ob das zertifiziert ist, nicht, aber wir wollen wissen, wo kommen die Weine her. Es geht nicht mehr nur rein um Geschmack und der ist toll, sondern es geht um die Geschichte und um die Person und um das, was hinten dran steckt. Eine dieser Geschichten kommt ganz aus der Nähe, aus einem Keller in Bensheim an der Bergstraße. Michael Bode-Böckenhauer besucht Winzer Nico Brandner,
der 2019 zum Sektwinzer des Jahres gekürt wurde. Der Sektwinzer will ihm heute ein neues Produkt vorstellen. Du weißt ja auch, wenn du hier runterkommst, kriegst du erstmal ein Glas in die Hand. Ja, das habe ich befürchtet. Wie war das jetzt hier? Wir bleiben ein bisschen. Da müssen wir ein bisschen Abstand halten. Ja? Der lange Corona-Sommer 2020 hat viel reifes Obst mit sich gebracht. Und so gibt es jetzt einen Quittenschaumwein. Die Idee hatte ich schon, was zu machen. Und die Zeit dazu, sich jetzt wirklich da reinzuknien, war halt jetzt auch durch den Lockdown im Endeffekt. Ich glaube, es gibt schon so eine Art Corona-Kreativität auch in gewissen Bereichen und Berufen, ne, wo man einfach ein bisschen mehr nach innen guckt und weniger nach außen. Und dann kommen vielleicht ein paar Sachen auf, die man sonst gar nicht wahrgenommen hätte. Und letzten Endes, dass man hier ein Team hat und sich täglich sieht und noch so ein soziales Leben hat, ja, das ist schon ein richtiger Wert. Ja, und vielleicht weiß man das noch mehr zu schätzen als sonst. Ja. Im Grunde ist das der Kontakt den Leuten, mit denen man da arbeitet zurzeit. Ja. Insofern ist das extrem wichtig geworden auch. Mitte Februar, Montagmorgen. Eigentlich der Ruhetag am Bratwurststand. Doch über Nacht hat sich der Winter noch einmal zurückgemeldet und so muss Bernd Salm nach den Wasserleitungen schauen. Hinter dem Imbisswagen ruht der große Almstadel. Normalerweise wird er jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt aufgebaut und gilt dort als eine der Hauptattraktionen. Aber jetzt, während des Lockdowns, muss er als Getränkelager herhalten. Das ist ein bisschen mehr wie Traurigkeit, das schmerzt. Finden halt auch viele soziale Kontakte mittlerweile in unserem Stadel statt und auch die Menschen vermissen das. Insofern tut es uns in der Seele weh, dass wir es dieses Jahr nicht haben in der Stadt aufbauen dürfen. Aber das nutzt nichts. Wir müssen uns vorbereiten und müssen fit sein für die Zeit danach, für die Zeit nach Corona. Wir können dann nicht anfangen zu reagieren. Wir müssen uns jetzt vorbereiten, dass wir dann, wenn wir dürfen, auch wieder direkt loslegen können. Das heißt, bloß nicht aufgeben. Eigentlich ist er studierter Architekt und wollte nie in die Fußstapfen seiner Eltern treten. Doch dann kam alles anders. Als die lange Familiengeschichte vor 15 Jahren enden sollte, legte er den Zeichenstift beiseite und übernahm den Betrieb dann doch. Eine Familientradition, der er sich bis heute verpflichtet fühlt. Ich war mir dessen auch nicht wirklich bewusst, welche Bürde ich mir da auf meine Schultern lade. Denn das ist eine große Verantwortung auch meinen Eltern gegenüber. Und ich darf sagen, in der Zeit von Corona war das für mich eigentlich auch der schwierigste Aspekt bei dieser ganzen Geschichte. Nicht innerhalb kurzer Zeit das zu verlieren, was meine Eltern innerhalb von 40 Jahren aufgebaut haben. Neben dem eigenen Betrieb ist Bernd Salm aber auch noch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Schaustellerverbände. Und so war er auch dabei, als der Bundesverband sein erstes Imagevideo vorstellte. Anfang 2020, da war die Welt noch in Ordnung. Wir funkeln heller als die Sterne. Es war 1000 Wunder nur für dich. In einem Augenblick. 1000 Wunder nur für dich. In einem Augenblick. 1000 Wunder nur für dich. Im Januar 2020 war sozusagen Weltpremiere und Welturaufführung. Auch wir haben es dort zum ersten Mal sehen dürfen und sind voller Vorfreude, voller Tatendrang und voller Innovationskraft sind wir alle nach Hause gefahren und dachten, wir starten jetzt in eine erfolgreiche neue Saison. Und nicht mal 6 Wochen später wurde uns sozusagen der Boden unter den Füßen weggerissen. Wir sind die Lichter aus der Ferne. Und wir leuchten nur für dich. Mit den Großfahrgeschäften und den Riesenfahranlagen hat es zudem das Problem, dass sie nicht nur Geldfresser sind, aber die Dinger müssen auch am Laufen sein, um sicherzustellen, dass sie denn auch auf Dauer funktionieren. Und das ist im Moment alles nicht der Fall. Und da gibt es schon ganz arge Probleme. Viele Kollegen haben Kredite aufgenommen, um eben die laufenden Kosten zu tragen. Viele Kollegen verbrauchen gerade das, was sie als Altersvorsorge zurückgelegt haben. Und dann muss man mal sehen, wie es dann im Alter weitergeht. Keine schöne Perspektive, was das betrifft.
Bei den Gastronomen am Bahnhof brennt noch Licht. Weil die Kunden nicht mehr zur Weinprobe kommen können, laden Michael Bode-Böckenhauer und Alexander Marschall eben live zu einer Online-Weinprobe auf YouTube ein. Wie man das macht, haben die beiden Geschäftsführer durch Videos aus dem Internet gelernt. Am Anfang hier auf Start drücken und dann, sobald die Zeit läuft. Einen wunderschönen guten Abend im Vino Zentral bei unserem 3 Gläser Wein Livestream. Wir machen das heute erstmal ein bisschen anders, sodass wir erstmal unser Projekt ein bisschen vorstellen. Mit Vincent Heimann und den Tiefwurzlern heute am 2. Februar. Warum jetzt winkt mir mein Kameramann? Das ist jetzt alles. Jubiläum. Wir haben heute Jubiläum, vielen Dank. Das ist heute unser 10. 3 Gläser Wein Livestream. Einmal pro Woche gibt es einen Livestream, der bis zu 300 Mal geklickt wird. Den Wein des Winzers können sich die Kunden vorab liefern lassen und live zur Weinprobe daheim probieren. Wer mag, kann Fragen stellen. Direkt an den Winzer. Ist halt so. Und Jeanette fragt hier gerade, wie die idealen Trinktemperaturen sind für die Weißweine. Was ist da deine Meinung? Für die Weißweine immer wärmer als du denkst und für die Rotweine immer kälter als du denkst. Das ist die Regel. Ob Ideen wie diese Ihnen am Ende finanziell helfen, wird die Jahresbilanz bald zeigen. Von Anfang an haben sich die beiden gegen Corona gestemmt. Erstmal war es so, alle dachten, wir haben zu, weil nur Supermärkte aufhaben. Wir haben jeden Morgen Krisensitzung gehabt und haben gesagt, wie schieben wir das an und kriegen die Botschaft erstmal hin, ja, wir sind offen. Das war mal das allererste. Und dann kommt sowas wie verkaufen wir unseren Wein? Und da war so eine digitale Weinprobe, war sicher auch ein Meilenstein. Ja. Es hat uns ja ein totales digitales Fenster eröffnet. Also so wie für alle Schulkinder und Schulen, die das überhaupt nicht kannten. Wir hatten ja auch keine Möglichkeit, an die Leute digital ranzukommen mit Wein. Du hast ja nie gedacht, dass man Wein digital, du dachtest ja immer, das muss man aufmachen, das muss man probieren. Muss man ja auch, aber man kann es nach Hause schicken. Das ist eigentlich das ist der Dreh. Du kaufst dir das und kriegst es nach Hause und du machst es dann zu Hause auf. Das ist, finde ich, super. Hans Koch hat heute kinderfrei. Zum ersten Mal seit Monaten fährt er ins Tonstudio. Zum Treffen mit den 8 Kids. Seit dem ersten Lockdown durfte die Band nicht mehr auftreten. Selbst ein großes Open-Air-Festival im Sommer, auf dem sie spielen sollten, wurde abgesagt. Ihre eigene Tour immer wieder verschoben. Vorher war das irgendwie so ein bisschen außenbestimmt noch, von wegen, der Lockdown endet in 3 Wochen oder in 4 Wochen oder in 6 Monaten. Und jetzt nimmt das alles kein Ende mehr. Und deswegen wollte ich mir jetzt einfach mal selbst ein Ziel setzen und sagen, in 5 Monaten gehen wir ins Studio. Bis dahin habe ich gefälligst 12 Songs fertig zu haben. Und dann wird es aufgenommen. Das einzige Problem an der Sache ist das Finanzielle. Wir haben eigentlich gerade eine sogenannte Tourförderung bewilligt bekommen. Das war noch Anfang 2020. Jetzt haben wir gefragt, können wir das nicht ausgeben für eine neue Albumproduktion zum Beispiel, was total viel praktischer wäre, um die Zukunft der Band zu sichern. Aber leider lässt das Förder- und Vergaberecht wohl nicht zu. Ich freue mich extrem, die Jungs jetzt zu sehen. Aber also das klingt ein bisschen komisch, aber ich habe ehrlich gesagt auch fast so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, jetzt da hinzukommen und alles ist dann so... Fühlt sich so an, als würde man in die Welt vor Corona eintreten. Aber mir fehlt halt auch der Rock'n'Roll so ein bisschen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Komm zurück zur Kraft, solange noch Blut durch die Adern pumpt. Solange dein Wort nicht für immer verstummt. Solange dein Traum nicht am Leben hält, bleibst du wach. Du hast die Macht, komm zurück zur Kraft. Hi. Und? Alles Gute nachträglich. Dankeschön. Bin mal gespannt, wie der Kohle aussieht. Ob der so einen ultralangen Bart hat oder ob er sich gepflegt hat. Ist ganz cool geworden. Sieht echt schick aus. Guten Tag. Hi. Na?
Ein Jahr ohne Konzerte, ohne Verdienst. Wann sie wieder auftreten können, ist noch nicht klar. Aber jetzt soll es bald wieder losgehen, zumindest mit einem neuen Album. Sie wollen da weitermachen, wo Corona sie ausgebremst hat. War auch so kurz vorm Gefühl, vor so einer Art Durchbruch. Ja, genau. Vor so einer Größenordnung, wo man sagt, wir sind groß genug, um Headliner-Shows eben zu spielen, deutschlandweit. Da kommen 200 Leute zu jedem Konzert. Das macht Spaß, fängt an, Geld reinzukommen. Läuft alles ganz gut, ne? So. Und dann trifft es einen vielleicht noch härter, wenn das gerade erst angefangen hat. Ja, etwas mehr als ein Jahr her. Es muss irgendwie möglich sein, wieder mehr Musik zu machen. Das ist halt das Problem. Aber irgendwie, was bringt es jetzt schon, wenn ich Zeit nehme, also Betreuungszeit zum Beispiel, dass ich meine Frau um die Kinder kümmern muss, damit ich sagen kann, ich brauche jetzt mal 3 Stunden am Rechner, um Musik zu machen, wo halt erstmal gar nichts bei rumkommt. Nichts. Und wenn meine Frau in der Zeit arbeitet, ernährt die damit die Familie, weißt du? Stell dir vor, du hättest jetzt Touren spielen müssen in dem halben Jahr. Ja, das wäre ja genauso. In der Auseinandersetzung und so weiter. Das wäre zwar irgendwie gegangen, aber das wäre bestimmt stressiger gewesen. So hakt man diese 1-2 Jahre jetzt, so machen es ja alle, hakt man irgendwie ab und ist froh, dass man überlebt. Und jetzt wird gepowert. Ja, ist geil, mal wieder laut halt. Schön. Alexander Marschall muss ins Weinlager mit dem selbstgebauten Weintransporter. Fährst du oder fahre ich oder fahren wir zusammen? Soll ich fahren oder was? Okay. Rund 40 Mitarbeiter hatten sie vor der Pandemie. Mehr als die Hälfte ist jetzt in Kurzarbeit. Für einen Betrieb, der großen Wert auf Solidarität und Inklusion legt, nicht immer einfach, das restliche Team jeden Tag aufs Neue zu motivieren. Boah, das sieht ja super aus. Perfekt. Was wahrscheinlich hilft, ist, dass wir uns wirklich jeden Tag was Neues einfallen lassen. Und die Mitarbeiter wirklich sehen, dass wir da nicht ruhen und nicht rasten. Und damit haben wir, glaube ich, schon unsere Mitarbeiter so ein bisschen aufgefangen, mitgerissen, weil diese Begeisterung dann einfach trägt für so Innovationen und neue Sachen. Innovationen wie zum Beispiel das selbstentwickelte Waren- und Liefersystem. Alles aus einer Box. Und der wichtigste Vorteil an der Geschichte ist, dass wir das Paket wirklich nur, die Flasche Wein wirklich nur zweimal in die Hand nehmen. Weil diese Rollcontainer direkt durchs Lager fahren und bestückt werden mit der Ware. Und dann gehen sie direkt aufs Fahrrad drauf und vom Fahrrad dann direkt wieder in den Laden. Und so ist man wesentlich flexibler, schneller und vor allen Dingen nachhaltig und klimaneutral. Deshalb haben sie auch alle Autos abgeschafft, sind ausschließlich mit dem Fahrrad unterwegs. Es ist Anfang März, die Frühlingssonne scheint, aber die Gastronomie muss erst einmal weiter geschlossen bleiben. Im Büro liegen die Zahlen des Lockdown-Jahres auf dem Tisch. Ganz schön frustrierend. Und das, obwohl sie so viele neue Wege gegangen sind und kreative Ideen entwickelt haben. Insgesamt haben wir jetzt während Corona 850.000 Euro weniger Umsatz. Und jetzt ist die Gastronomie komplett weg. Der Online-Shop macht zwar Umsätze, aber hat auch immense Kosten. Und so bricht es alles auseinander. Seit dem ersten Hilfspaket im März letzten Jahres haben sie keine Fördergelder mehr bekommen, weil das Vino Zentral als Mischbetrieb eingestuft wurde. Und so bleibt ihnen nur die Möglichkeit, finanzielle Engpässe mit privaten Mitteln zu überstehen. Also wir haben auch dann investiert, das ist dann einfach natürlich privat, anders geht das gar nicht, also privat abgesichert über das Haus meiner
Großeltern. Das ist als Sicherheit, damit wir dann nochmal neu investieren konnten, um eigentlich den Online-Shop auch im Laufen zu haben. Das war auch Glück, dass wir das rechtzeitig gemacht haben. Aber in dem Gastronomiebereich fallen wir aus jedem Raster raus, ja, also auch in der Förderung. Das kann man ja auch nicht verlangen, dass einem gepredigt wird, das ganze Leben als Selbstständiger muss man sich für seine Altersvorsorge kümmern und diese Rente und dieses Paket abschließen und dann soll man jetzt alles da verheizen. Ja, das knabbert auch ganz schön an der Motivation. Inzwischen liegt ein neues Öffnungskonzept aus Berlin vor, mit Notbremsen. Die Schausteller sind dabei als Letzte an der Reihe. Wenigstens scheint heute die Sonne. Merkt man denn, dass die Leute bei so einem Wetter eine andere Stimmung auch haben? Auf jeden Fall. Die Stimmung steigt. Aber wir merken heute, dass die Menschen irgendwie ein bisschen durcheinander sind. Weitere Unbeständigkeit, weitere Ungewissheit, keine Perspektive. Und genauso stehen die Leute auch vor der Theke. Was ist das Schlimmste für euch? Das Schlimmste ist, dass die schlaflosen Nächte wieder da sind, seit 2 Tagen. Das sagt jetzt der eigentlich immer fröhlich zu den Leuten ist und versucht, gute Stimmung zu machen. Genau, das hat sich auch nicht verändert. Wenn du nicht lächeln kannst, solltest du kein Geschäft eröffnen, sagt ein chinesisches Sprichwort. Also lächeln wir. Bitte lächeln und der Tag wird schöner. Darum geht's und um nichts anderes. Bitte sehr. Immer weitermachen, das Positive sehen. Am Stadtrand von Darmstadt. Vielleicht auch nach Corona. Also was die Location betrifft und was unsere Kunden betrifft, auf jeden Fall. Das ist einer der positiven Aspekte der Pandemie, dass wir sozusagen zwangsverpflichtet wurden, hier zu arbeiten, und das hat sich als Glücksgriff herauskristallisiert. Absolut, ja. Tolle Menschen hier oben, muss man ganz klar sagen. Für das, dass ihr uns freitags immer so ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Bitte schön. Das rührt ein Jahr. Wir kommen eigentlich seit letzten Mai fast jeden Freitag hierher. Das hat sich durch Zufall ergeben, dass wir das entdeckt haben, und seitdem ist das einfach so die kleine Abwechslung vom Alltag, die einzige Möglichkeit, essen zu gehen, und ist einfach schön. Und dafür gibt es dann Schokolade? Und dafür gibt es dann auch mal Schokolade, ja. Ich habe die große Hoffnung, und das ist vielleicht auch ein kleiner Appell an alle da draußen: Unterstützt euch in der Zeit gegenseitig, seid solidarisch. Das macht Sinn, das lohnt sich und man bekommt ganz viel zurück. Das ist die Erfahrung, die wir hier gemacht haben. Das ist das, was ich mir wünsche für die Zeit danach. Die Seite war schneller. Dass die Menschen genauso gut miteinander umgehen, so wie sie es zurzeit gerade tun. Ja. Hans Koch ist nach dem Besuch im Studio hoch motiviert. Trotz Lockdown setzt er seinen Vorsatz um, komponiert Songs für ein neues 8Kids-Album. Auch wenn die Bühne und die Begegnungen mit den Fans noch warten müssen. Ich glaube, bis es wirklich so weit ist, dass man sagt, es ist wieder so wie davor. Also das geht eh nicht. Aber ich glaube, dass die Normalität, wie man jetzt auf Konzerte geht oder so, ich glaube, das dauert schon noch ein bisschen. Ja, ich meine, der Rock'n'Roll lebt ja auch davon, dass man zusammen da feiert. Das ist ja kein Sitzkonzert in der Oper oder so. Da wird geschwitzt und gesprungen und mitgesungen, und da trinkt nicht jeder aus seiner Bierflasche, sondern da trinken vielleicht mal 10 aus einer Bierflasche, und bis es soweit ist, wird noch ein bisschen was vergehen, denke ich. Aber es wird wieder kommen.